Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir etwas sehr Leckeres, aber auch etwas sehr Lustiges. Ich nenne das Ganze nämlich falschen Risotto. Das Ganze machen wir mit Orzo-Nudeln. Die sind unter vielen Namen bekannt. In Griechenland nennt man die, glaube ich, Kritaraki, in Italien Risoni oder Risi und in Deutschland sagt man oft Reisnudeln. Also fangen wir an. Die Zutaten habt ihr gerade gesehen. Also unter anderem brauchen wir natürlich die Orzo-Nudeln, Portobello-Pilze, rote Spitzpaprika, Zwiebel, Knoblauchzehe, Basilikum, Bio-Zitrone, Frischcreme, geriebenen Hartkäse, eine Gewürzmischung, die könnt ihr euch selber zusammenstellen. Ich zeige euch gleich, was alles reingehört, und ein bisschen Gemüsebrühe. Also, als allererstes schneiden wir uns die Spitzpaprika und die Zwiebeln zurecht. Dann schnappen wir uns den Knoblauch und hacken diesen ebenfalls klein. Dann geht es weiter mit dem Portobello. Wenn ihr den nicht mögt oder nicht bekommt, dann nehmt ihr einfach braune Champignons oder weiße Champignons. Dann geht es weiter mit dem Basilikum. Den zupfen wir. Die Stängel könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die mit benutzt oder nicht, und hacken das Ganze auch klein. Hier haben wir dann jetzt unseren Frischkäse und schon den geriebenen Parmesan. Zerstückelt, zerhackt und klein gemacht haben wir bis jetzt dann, wie gesagt, die roten Spitzpaprika. Davon haben wir für 2 Personen 2 Stück genommen. Die eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, circa eine Handvoll oder 10 Gramm Basilikum. Die Frischcreme sind 100 Gramm, der Hartkäse, der Parmesan sind 40 Gramm und die Orzo-Nudeln sind für 2 Personen 180 Gramm. Genau mit denen fangen wir jetzt auch an. Die kochen wir. Ich benutze hier jetzt heute den Thermomix. Wer keinen Thermomix hat, benutzt Pfanne und Topf und im Anschluss, um alles zu zerhäckseln, eine Küchenmaschine oder nach guter alten Art die Hand. So, jetzt machen wir aber mal ein bisschen schneller hier. Also wir würzen unser Kochwasser für die Nudeln natürlich mit Salz, geben die Nudeln dann hinzu. Gleichzeitig, während wir die Orzo-Nudeln jetzt garen, machen wir oben im Dampfkorb die Spitzpaprika. Wer keinen Thermomix hat, macht das Ganze später in der Pfanne oder eben in einem Dünsttopf. Hauptsache wird gar und ab geht die wilde Fahrt. Jetzt schalten wir uns eine große Herdplatte an. Volle Pulle, Pfanne drauf. Dann nehmen wir uns etwas Backpapier, schon zugeschnitten, ab in die Pfanne. Und da hinein geben wir jetzt unseren Parmesankäse und machen Parmesanchips. Und zwar 2 Stück, wir sind schließlich für 2 Personen am Kochen. Also 2 schöne Häufchen machen und dann das Ganze zum Schmelzen bringen. Das dauert gar nicht mal so lange, guckt mal hier. Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze im Backofen zu machen, wird der eine oder andere wahrscheinlich kennen. Ich finde die Variante hier super und guck mal, wie schön goldbraun das Ganze wird. Herrlich. Kleine Schüssel bereitstellen und dann packen wir uns schon mal die Spitzpaprika separat in diese Schüssel. Das gleiche machen wir auch mit den Nudeln und dann stellen wir uns die Spitzpaprika und die Nudeln erstmal an die Seite und geben die Champignons, Zwiebeln und den Knoblauch in unseren Thermomix oder ihr in die Pfanne. Noch etwas Öl dazu, etwas von unserem über alles geliebten Zitronenpfeffer und wie immer etwas Salz. Ihr wisst, ihr nehmt die Menge, die für euch richtig ist. Es bringt hier nichts, wenn ich euch sage, ein Teelöffel, ein Esslöffel. Ich mag ein bisschen mehr Salz, die anderen ein bisschen weniger. Von daher würzt so, wie ihr gewohnt seid, oder würzt im Anschluss dann noch etwas nach. Das Ganze schwitzen wir jetzt 3 bis 4 Minuten im Thermomix an. In der Pfanne müsst ihr selber gucken, wie lange die Champignons brauchen. Ist das Ganze fertig, sieht es erstmal so aus und geben den kompletten Inhalt in die Pfanne. Pfanne haben wir auf Mittel, Stufe 6 bis 7 und braten das Ganze hier nochmal an. Nach circa 3 Minuten ziehen wir die Pfanne runter und geben unser Basilikum und die Spitzpaprika in den Thermomix. Jetzt geben wir noch unser Paprikamix dazu. Darin enthalten ist Salz, Pfeffer, Paprika, Tomate, Zwiebel. Ich verlinke euch das Ganze unten nochmal. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Würzmix nehmen, den ihr möchtet. Genauso kommt jetzt die Gemüsebrühe in den Thermomix. Und noch 1,5 bis 2 Esslöffel Parmesankäse. Der Spritzer einer halben Zitrone. Wie ihr wisst, schneide ich die mal an. Dann läuft es besser runter. Wie gehabt, etwas Pfeffer, etwas Salz und ich benutze ganz gerne, wie immer, ein bisschen von unserem kroatischen Vegeta. Bekommt ihr überall bei den Discountern, bei Edeka, bei Lidl, bei Penny und so weiter. Einfach mal nachgucken, verlinke ich euch auch wieder unten. Jetzt kommt noch ein bisschen Öl dazu. Wir benutzen jetzt hier Knoblauch-Aromaöl. 1 bis 2 Esslöffel, je nach Geschmack. Deckel drauf und dann geht sie wieder ab, die wilde Fahrt. Und zwar genau 8 Sekunden, Stufe 8, klein pürieren. Die Pfanne ziehen wir uns wieder runter auf die Herdplatte und geben unsere Nudeln hinzu.
das Ganze ein bisschen auflockern und verteilen und im Anschluss geben wir den Inhalt unserer Thermomix-Soße ebenfalls in die Pfanne. Das Ganze kochen wir jetzt noch einmal auf, damit der Parmesan in unserer Soße richtig schön das Ganze andickt. Alles eine schöne, wie sagt man so schön, schlotzige Konsistenz bekommt. Und wenn uns das ganze Ergebnis dann gefällt und die Soße passt, geben wir noch etwas von unserem Frischkäse hinzu, denn der macht das Ganze noch ein bisschen weicher, leichter, schmackhafter. Rundet einfach die ganze Sache noch ein bisschen ab. Wir kochen das Ganze jetzt, wie gesagt, noch miteinander ein, beobachten das Ganze und wenn uns die Konsistenz so gefällt, wie sie hier zum Beispiel ist, sind wir fertig. Wir richten an und damit das Ganze schöner aussieht, benutzen wir hier so einen selbstgebastelten Küchenring. Ich habe jetzt auch keinen, deswegen habe ich von der China-Suppe einfach unten den Boden weggeschnitten auf der entsprechenden Größe, wie ihr es braucht. Darin richten wir jetzt schön unseren falschen Risotto-Reis an. Das Ganze gibt dem Ganzen etwas Form. Wir können im Anschluss den Ring abziehen und alles klatscht nicht gleich so aufeinander, sieht einfach ein bisschen schöner aus. Jetzt nehmen wir uns noch unseren vorhin zubereiteten Parmesan-Chip, stecken den oben schön rein. Das sieht schön aus. Und genauso schön sieht diese halbe Zitrone aus, die wir uns auch noch zurechtgeschnitten haben. Die stellen wir auch noch hier nebenan. Da kann sich jeder noch ein bisschen Zitronensäure drüber träufeln, wie er möchte. Tja, da würde ich mal sagen, schmecken lassen, Freunde. Nachkochen, schmecken lassen. Das war die Anrichteweise in einer Servierschüssel. Einfach, weil wir noch ein bisschen Zeit haben und Lust haben, zeigen wir das Ganze jetzt auch noch einmal auf dem Servierteller. Prinzip ist selbstverständlich das gleiche. Wie gesagt, alle Links unten in der Videobeschreibung, Zutaten, Rezepte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Ganze geschmeckt und gefallen hat. Wir fanden es großartig. Die Nudeln zum Beispiel kannte ich vorher gar nicht. Es ist natürlich von mir aus Spaß gewesen zu sagen, falschen Risotto hat mit Risotto überhaupt gar nichts zu tun. Ich finde es nur so lustig, weil es genauso aussieht wie ein Risotto, sind hier aber Nudeln. In diesem Sinne, wie gesagt, lasst mich gerne wissen, wie euch das geschmeckt hat. Viel Spaß beim Nachkochen. Alles unten in der Videobeschreibung. Gerne Däumchen da lassen, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Vielen lieben Dank. Ich sage Tschüss, euer Robby. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.